Tudor hat auf der Watches and Wonders in Genf neue Modelle der Black Bay-Reihe vorgestellt. Neben der Black Bay Monochrome in 41 mm und der Black Bay 58 in 18 Karat Gold, die es nun auch am Gliederband aus dem Edelmetall gibt, ist vor allem die neue Zeitzonenuhr Black Bay 58 GMT interessant, denn darin verbaut Tudor ein neues Manufakturwerk. Werfen wir zuerst einen Blick auf die neue Black Bay im Standarddurchmesser von 41 mm. Die neue Monochrome ist eine schwarz-weiße Variante der im letzten Jahr vorgestellten und überarbeiteten Black Bay Burgundy. Damit erhält nun auch die schwarze Black Bay die als Master-Chronometer zertifizierte Version des Manufakturkalibers MT 5602-U, welches neben strengeren Richtlinien hinsichtlich der Ganggenauigkeit auch besonders magnetfeldresistent ist. Das wird unter anderem durch amagnetische Räderwerkskomponenten und durch die Silizium-Spiralfeder ermöglicht. Die andere Farbvariante der Standard Black Bay ist ein logischer Schritt für die Kollektion von Tudor. Mit einer Höhe von 13,6 mm ist das Modell zudem genau wie die Burgundy im letzten Jahr um 1,4 mm flacher geworden als das Vorgängermodell. Die einseitig drehbare Lünette, jetzt mit schwarzer Aluminiumeinlage, harmoniert mit den aufgesetzten silbernen Stundenmarkern und Zeigern, jeweils mit üppiger Leuchtmittelauflage. Wie bei der Black Bay Burgundy ist auch die farblose Variante der Tudor Taucheruhr am relativ neuen fünfreihigen Gliederband erhältlich. Damit ist die Neuheit allerdings etwas teurer als an den Alternativen wie dem dreireihigen Gliederband oder dem Kautschukband mit stählernen Bandanstößen. Bei allen Armbändern kommt die schnell verstellbare T-Fit-Schließe zum Einsatz. Je nach ausgewählten Armband sind sie für 4.220 bis 4.540 € erhältlich. Das wohl auffälligste Modell im Gepäck von Tudor war eine massiv goldene Black Bay 58 aus 18-karatigem Gelbgold und mit grünem Zifferblatt und grüner Lünette. Diese Variante der Black Bay kennen wir schon länger. Sie wurde 2022 gemeinsam mit einem Modell mit Silbergehäuse vorgestellt. Im Gehäuse mit 39 mm Durchmesser wird wie gehabt das Manufakturkaliber MT 5400 verbaut und damit noch kein als Master-Chronometer zertifiziertes Werk. Immerhin jedoch ist das Kaliber als Chronometer bei der COSC ausgezeichnet. Auf der Rückseite des Gehäuses gewährt ein Sichtboden Einblicke in das Manufakturkaliber. Neu bei Tudor ist lediglich das passende Gliederband, ebenfalls mit T-Fit-Schließe aus Gold. Zuvor wurde die 18K-Version am Leder- oder Textilband verkauft. Auch das zeigen wir hier zwischendurch, da die Variante am Gliederband leider nur ein funktionsloses Vorstellungsmodell war. Wie das Gehäuse ist auch das neue Band der Black Bay 58 18K vollends satiniert und bleibt damit erstaunlich zurückhaltend, was den Bling-Bling-Faktor betrifft. Das jedoch ändert nichts am Materialeinsatz, der natürlich unmittelbare Auswirkungen auf den Verkaufspreis hat und der sich mit 32.000 € deutlich vom üblichen Preisbereich der Marke abhebt. Die wohl wichtigste Neuverstellung von Tudor betrifft ebenfalls die Kollektion Black Bay 58 mit 39 mm Durchmesser. In diesem Fall wird die Reihe um eine Zeitzonenuhr mit zusätzlichem 24-Stunden-Zeiger, also einer GMT-Uhr, ergänzt. Dabei setzt Tudor auf ein überarbeitetes und damit neues Kaliber. Das MT 5450U ist wie das Werk der Black Bay Monochrome bei der Metas als Master-Chronometer zertifiziert und damit garantiert genauer als das ältere Werk. Wie gehabt handelt es sich beim MT 5450U um ein Werk mit Traveler GMT-Funktion. Das heißt, es kann der Stundenzeiger für die Lokalzeit im laufenden Betrieb über die Krone ganz einfach schrittweise verstellt werden. Dazu kommt eine Datumsanzeige auf der 3. Das Zifferblatt der Black Bay 58 GMT ist leicht gewölbt und wie bei anderen Modellen aus der Serie mit einem gewölbten Buchsglas aus Saphir ausgestattet. Zeiger und Stundenmarker sind in roségoldener Farbe ausgeführt, was auch auf die Ziffern der beidseitig drehbaren Lünette mit Aluminiumeinlage im 24er Format zutrifft. Sie ist farblich zweigeteilt mit einer schwarzen Seite für die Nacht und einer roten Seite für den Tag. Das entspricht so ziemlich dem, was man bei der großen Schwester Rolex als Coke-Lünette bezeichnen würde. Mit ihr lässt sich zusätzlich zum GMT-Zeiger eine dritte Zeitzone im Blick behalten. Das Prinzip ist ja eigentlich von anderen Armbanduhren mit dieser Funktionalität bekannt und auch im Tudor-Sortiment ist eine GMT-Uhr nichts Revolutionäres.
Die Black Bay 58 GMT jedoch ist gänzlich neu und mit ihren 39 mm Durchmesser eine etwas kleinere Variante zur Black Bay GMT mit 41 mm Durchmesser. Das neue Automatikwerk MT5450U mit 65 Stunden Gangreserve und Magnetfeldresistenz bis 15.000 Gauss eignet sich in der Zukunft allerdings wahrscheinlich auch als Antrieb für andere Zeitzonenmodelle in der Kollektion, sprich Black Bay mit 41 mm Durchmesser oder auch für die Tudor Black Bay Pro. Auch die neue Zeitzonenuhr gibt es mit verschiedenen Armbändern, die auch alle jeweils mit der T-Fit-Schließe ausgestattet sind. Preislich liegt die Neuheit zwischen 4.380 und 4.590 €, je nachdem, welches Armband gewählt wird. Bei allen neueren Black Bay Modellen lässt sich eine gewisse Modellpflege festhalten. Die Gehäuse und Bänder und verbaute Technik werden bei Neuvorstellungen Stück für Stück verfeinert und die Verbesserungen werden auf kommende neue Modelle angewendet. Wie schon in vergangenen Videos und Artikeln in unserem Magazin berichtet, strebt es Tudor zum Beispiel an, die gesamte Kollektion mit Werken auszustatten, die den strengen Richtlinien der Meters bzw. dem Prädikat Master Chronometer entsprechen. Diesem Vorhaben ist Tudor auch dieses Jahr wieder ein Stück näher gekommen. Hättet ihr euch etwas anderes von Tudor gewünscht oder hat Tudor mit den Verfeinerungen euren Geschmack getroffen? Ich freue mich über eure Kommentare dazu. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.